Heute wollten wir euch unser Fahrzeug mal vorstellen. Jetzt sind wir schon 30.000 Kilometer quer durch Südamerika gefahren. Jetzt vielleicht interessiert euch mal, wie man so lebt in diesem Ding. Das ist ein Mowag Duro 6x6. So sieht unser Cockpit aus. Das Cockpit ist militärisch spartanisch, das hat aber auch seine Vorteile. Man packt nicht so viel Schnickschnack rein und es ist staubmäßig unempfindlich, was, wenn man viel Piste fährt, einfach sinnvoll ist, weil man immer Staub im Cockpit hat. Das Fahrzeug ist angetrieben von einem Cummins 6-Zylinder-Motor, Turbodiesel mit knapp 6 Liter Hubraum und einem Allison 5-Gang Automatikgetriebe. In meinen Augen harmonieren die zwei extrem gut miteinander, vor allem wenn man dann in der Untersetzung fährt. Also hätte ich nicht gedacht, dass Automatik und Geländefahren derart stimmig ist. Hier gibt es einen Wahlschalter für die Untersetzung. Die Krux an der Geschichte ist, dass der Motor und das Getriebe eine elektronische Steuerung haben, die dann zusammen gebündelt in dem Bordcomputer laufen. Und das ist auf Fernreisen unter Umständen natürlich ein Manko, weil ja, Elektronik immer wieder mal ausfallen kann. Aber jetzt ist es natürlich kein normales Haushaltselektronikgerät, sondern es ist ein militärisch entsprechend hochgezüchtetes Ding. Das heißt, es hält schon viel aus. Man kann hier die wichtigsten Parameter ablesen: Batteriespannung, Tankanzeige, Kühlwasser, Getriebeöltemperatur, normaler Öldruck. Man kann ABS und Getriebe- und Motorfehlercodes auslesen entsprechend, was sehr hilfreich ist. Also das heißt, wenn irgendwas ist, findet man da eigentlich die Lösung. Eigentlich ein ganz stimmiges Konzept. Wir haben ein Kippfahrerhaus, wie bei LKWs üblich. Ein kleiner Nachteil ist eventuell, dass man zum Ölstandsmessen oder Kühler reinigen oder so eben das Fahrerhaus kippen muss und nicht direkt dran kommt. Wir haben jetzt noch die kleine Bereifung drauf, die 275/80 R20. Normalen Reisen her im Grunde ausreichend, aber definitiv die sinnvolle Größe, wenn man viel im Gelände fahren möchte, ist die 335/80 oder 365/80 R20, die auch definitiv draufkommt, weil das ist ja, mit der Gewichtsklasse mit 8 Tonnen als Dreiachser ist es im Gelände wirklich notwendig. Sonst kommt man immer wieder an die Grenzen und ist am Schaufeln und Bagger suchen und so. So, schauen wir mal nach vorne. Da waren früher mal 7 Zoll Halogenscheinwerfer drin, die jetzt schon Licht machen, aber nicht viel. Und wenn man nachts unterwegs ist, sieht man da einfach zu wenig in meinen Augen. Also wir haben auf LEDs umgerüstet und die Ausleuchtung ist um Welten besser. Hier gibt es auch ausreichend dimensionierte Abschleppvorrichtungen und Anschlagsösen, die kann man dann auch mal für eine Baggerbergung benutzen, wie wir sie schon mehrfach hatten. Und ja, auch sehr sinnvoll. Ansonsten ist es ein schraubengefedertes Fahrwerk, was also auf allen Achsen, was sehr feinfühlig anspricht und auch langhubig und große Bodenwellen, Bodenunebenheiten und Schlaglöcher wegdämpft. War ich sehr erstaunt, wie gut es funktioniert. Das ist unser Staukasten für schwere Sachen wie Bergematerial, schwere Ersatzteile, Werkzeug. An der Stelle war der Original Dieseltank mit 120 Litern, der für uns für eine Fernreise einfach zu klein war. Wir haben unseren Dieseltank dann in den Mittelschacht gepackt mit allen anderen schweren Sachen wie Wassertanks, Batterien, etc. Hier sind die 2 Einfüllstutzen für die 2 Wassertanks. Und wollte ich noch kurz was zum Koffer sagen.
Wir fahren momentan eine Kofferlänge von 5,6 Meter. Das ist für die Fahrzeugdimension eigentlich das Maximale, was Sinn macht. Schwerpunkt eben Wohnen. 4,60 Meter wären für das Fahrzeug eigentlich stimmiger. Aber so ist es. Genau, dann haben wir hier nochmal einen Außenleiter. So, da hängt man nur die Schlösser aus. Macht unten das Spannband los. Ist die Leiter ohne großes Rumgehebe draußen. Eine klassische Wurfpassung. Die passt eigentlich immer. Viel Platz. Fertig. So, und jetzt wird es Zeit, dass es endlich reingeht, oder? So schaut es bei uns drinnen aus. Willkommen bei uns daheim. Was einem vielleicht so am Anfang gleich auffällt, ist relativ hell und luftig, viele große Fenster. Ja, der Koffer hat eine Raumhöhe von außen 2,30, innen 2,20. Gibt ein sehr schönes Raumgefühl. Ist nur beim Fahren natürlich ein kleineres Handicap mit niedrigen Bäumen oder Stromleitungen, weil wir momentan mit der Klimaanlage auf 3,90 sind. Hier ist unsere Küche. Da lässt sich eigentlich eine 4-Personen-Familie ziemlich gut bekochen damit. Wir haben 3 Kochfelder, zu 99% nutzen wir nur 2. Also ich finde, es ist eines zu viel. Wir haben ziemlich viel Stauraum für Lebensmittel, Kochgeschirr, Essgeschirr. Darunter verbirgt sich noch unser Warmwasserboiler und ein 80-Liter-Kühlschrank. Hier im Heck sind dann noch die Betten von den Kindern, aber die zeigen sie vielleicht selber her. Oder Kinder, zeigt mal, wo ihr schlaft. Hier ist mein Licht und hier ist Platz für mein Spielzeug in den Taschen. Hier ist auch noch Platz für meine Bücher. Da ist der da ist mein Kinderspieleschrank. Und Schläft sich's da gemütlich? ja, Und hier ist Tinos Bett. Hä? Ui, gemütlich? ja, Hast du auch so eine Geheimklappe? ja. Zeig mal her. So, und was macht ihr, wenn ihr eure Ruhe haben wollt? Türe zu. Die Matratzen sind 2 auf 1 Meter, also volle Erwachsenengröße. Und da die Kinder das noch nicht brauchen, nutzen wir diesen zusätzlichen Platz noch als Stauraum für unsere Kitesachen und anderes Zeug. Dann geht's hier ins Badezimmer, ein Tageslichtbad. Hier ist nochmal ein großes Spülbecken, was wir meistens zum Abspülen nutzen. Und in dem Spiegelschrank haben nicht nur unsere Toilettensachen Platz, sondern auch die Reiseapotheke, Pflaster, Verbandsmaterial und so weiter. Und dann haben wir hier noch eine Dusche drin. Wenn man duschen will, dann macht man hier den Rollladen zu. Dann spritzt man da nichts voll und dann hat man hier eine ziemlich geräumige Warmwasserdusche. Bei den meisten Expeditionskoffern, Wohnkoffern, gibt es einen doppelten Boden, in dem die ganze Infrastruktur drin sitzt, also Tanks und Leitungen und so weiter. Bei uns, beim Duro, ist es nicht so, weil, also wir haben es nicht so gelöst, weil der Duro hat in der Mitte einen Schacht und da haben wir die ganzen schweren Sachen reingepackt. Also hier sind zum Beispiel die Wassertanks drin, 2x 150 Liter und 150 Liter Abwasser. Hier sind 500 Ampere-Stunden Batterien drin. Und da vorne sitzt dann noch der 300 Liter Dieseltank drin oder zumindest die entsprechenden Anschlüsse dazu. Und insofern ist das alles schön mittig
zentral, weit unten verstaut. Das ist ungefähr 1 Tonne. Und hier oben im Koffer haben wir im Grunde alles zur Verfügung an Stauraum für Lebensmittel und andere Sachen. Für die richtige Wohntemperatur, wenn es mal nicht so angenehm ist wie heute, haben wir hier eine Heizung. Die läuft auf Gas, so wie die anderen großen Verbraucher auch. Unser Herd, unser Kühlschrank und was noch? Boiler. Und der Boiler. Was leider nicht auf Gas läuft, ist hier oben die Klimaanlage. Die läuft mit Strom und deswegen haben wir sie nie an, weil wir so viel Strom gar nicht verbrauchen wollen. Nur wenn die Verzweiflung ganz groß ist, dann lassen wir sie mal eine halbe Stunde laufen, aber ansonsten haben wir die nicht an. Was vermutlich wenige Wohnmobile haben dürften, ist ein Mülldurchwurf mit Steinmosaik und Spiegelmosaik. Das liegt daran, dass wir mit unserer Müllsituation nicht ganz zufrieden waren und dauernd diese umfallenden Mülleimer satt hatten. Und ich dachte mir, in den durchgehenden Spiegel hier, ich schneide einfach eine Öffnung rein, dann kann man dahinter den Müll haben und durchwerfen. Das ist aber schwerer als gedacht, zumindest wenn man kein Glaser ist. Und daraufhin hat es uns den halben Spiegel zerrissen. Das war die Risskante. Und bevor wir dann einen neuen Spiegel gekauft haben, haben wir uns gedacht, wir machen hier ein schönes Mosaik rein und den Mülldurchwurf. Und jetzt ist es eigentlich eine ganz runde Lösung und funktioniert gut. Hier in der Mitte ist noch ein ziemlich großer Schrank, da passen unsere ganzen Klamotten rein, die Bastelsachen, Werkzeuge, Schuhe und aller möglicher Kram noch. Ansonsten sind wir schon im Wohnzimmer. Wir haben hier die 2 Fahrsitze von den Kindern, die kann man in Fahrtrichtung drehen natürlich. Aber ansonsten gehört es einfach hier bei uns zur Couch dazu. Wir haben dann die Sitzpolster in dem gleichen Leder beziehen lassen und das war eine der besten Entscheidungen, muss ich sagen, weil wer 2 kleine Kinder hat, wird mich sofort verstehen. Wenn das Polster wäre, sähe das inzwischen ganz fürchterlich aus. Und jetzt kommt der Tisch, den ich so liebe, der ist aus dem Bootsbereich und den kann man also wie im Intercity hier so schön aufklappen. Hat man gut Platz zu viert zum Essen oder basteln oder was auch immer. Und wenn man ihn nicht so groß braucht, dann kann man ihn auch niedriger machen als Couchtisch oder so für mich zum Arbeiten. Also der macht alles mit. Und wenn wir ihn nicht brauchen, dann kann er auch mal ganz aus dem Weg sein. So, den Fahrersitz kann man natürlich drehen. Das war ein Wunsch des TÜVs. Dann kann man ihn mit Gitter setzen oder ohne oder mit Isofix ganz entspannt benutzen. Und die Kinder haben ein eigenes Fenster, was bei verschiedensten Temperaturen sehr wichtig ist und auch zum Rausschauen, dass ihnen nicht langweilig wird. Dann gibt es hier den Durchgang. Gibt es noch einen kleinen Safe für die Sachen, die am besten im Auto bleiben sollen. Genau, und dann haben wir hier noch so verschiedene Sachen. Feuerlöscher, Verbandskasten in größerer Ausführung. Ein paar so Kleinschübe aus dem Flugzeugbereich, die man halt so mal schnell reinstellen kann. Das haben wir jetzt dann ganz spontan gelöst. Das ist noch nicht ganz ausgereift. Von den Schaltpanels her sind wir relativ basic ausgestattet. Das ist im Grunde ein Multipanel mit Wasser, mit Tank 1, Tank 2, Bordbatterie, Startbatterie, die ist jetzt auf 0, weil die einen anderen Schalter hat. Da haben wir noch den Abwassertank und den Inverter. Das war eine sehr gute Investition, der läuft eigentlich permanent, weil wir mit 2 Laptops, 3 Handys und jede Menge Spielkram für die Kinder brauchst du einfach 230 Volt sehr oft. Ach, Solar hätten wir gerne gehabt, haben wir uns dann am Schluss nicht geleistet, aber wir haben uns für sehr gute, neu entwickelte Bleisäurebatterien entschieden. Also die haben eine sehr hohe Zyklenzahl, 3.000 bis 5.000, das ist relativ viel. Sind relativ gut schnellladefähig und haben eine sehr stabile Tiefentladungsfähigkeit. Das heißt, man kann, wenn man sie mal wirklich zu 100% leer fahren würde, könnte man mit 2-mal wieder zu 100% vollladen, sie ohne Schaden regenerieren. Und ja, damit kommen wir auf eine Autarkie von ungefähr einer Woche. Eine Woche stehen, ohne irgendwas zu machen. Geladen wird bei uns nur über die Lichtmaschine oder, falls vorhanden, Außenstrom. Und ein Großteil läuft eben über Gas.
Der Vorgänger hatte hier im Fahrzeug eine fest verbaute Sitzgruppe, die man zum Bett umbauen konnte. Das geht jetzt mit den Kindersitzen nicht mehr. Insofern war für uns natürlich das Hubbett ein wichtiger Baustein, um schnell ein Festbett zu haben, das man nicht da auf- und abbauen muss. So, und der Umbau vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer dauert genau 3 Sekunden und zwar ganz ohne Elektronik. So, unser schönes Bett, Schlafzimmer mit Aussicht und Sitzhöhe. Ich liebe dieses große Panoramafenster, das werde ich zu Hause echt vermissen. Also alles in allem lässt sich hier ganz gut leben. Ein Oder? Koffer mit hohem Urlaubsfaktor. Cheers!